So, jetzt machen wir Siriens Tischgebet. Sirien aus Tibet, da wird die Speise vorher gesegnet. Das machen wir jetzt. Also, Tibet. Also. Das ist mit dem reinen Finger, dem einzigen reinen Finger, den Geistern die Speise teilen. Ne? Also, guten Appetit für euch. Von mir kriegen die Geister nichts. Ne? Von mir kriegen die Geister nichts. Kriegen Sie nicht? Ich werde mal sehen, ob ich die Königin noch mal finde. Wenn sie sich schon bemühen, dann kommen wir ja auch mal vielleicht mit etwas Glück die Königin finden. Es sollte auch mit jemandem sein. Ich habe heute Kastanien geerntet. Und Nüsse. Es ist herrlich, dieser Herbst. Einfach göttlich. Und heute Nacht haben wir noch bis um 12 Uhr Steine sortiert, Nadine und ich. Ja? Bis um 12 Uhr haben wir die Gläser fertig sortiert. Wir mussten miteinander reden. Es ist eine wunderschöne Beschäftigung, während man sich unterhält. Was wir so als Menschen unserer Partnerschaft haben wir ja Kinder. Kinder tragen das mit. Die sind von Saturnia. Das ist ein Wasserfall, schwefeliger Wasserfall im Süden der Toskana. Fällt den Berg runter und ist dann so in Kaskaden, in so Becken. Man sitzt im Grunde in den Becken, wo man nicht gerade hinfällt. Und es ist unglaublich stark, strömig. Und das ist Tuffgestein, was also in kleinen Brocken ist und dann wahrscheinlich durch den Wasserdruck, durch das Wirbeln, immer runder werden. Und wenn sie weiter unten sind, sind sie grün, weil es da schon ein bisschen veralkt. Herrlich. Du musst dir das anschauen. Das ist so, da gibt es winzig kleine hier. Guck mal, winzig kleine Kügelchen. Also es ist grandios. Da bin ich dann immer mit dem Badeanzug voll gemacht, hier unten festgehalten, reingefüllt und bin dann so zurück. Den ganzen Wasserfall ausrauben. Aber es war schon aufregend. Und die? Die sind aus Carducci. Das ist ein Strand, ein bisschen im Norden. Und der ist grauer. Ne? Da siehst du sehr viel graue Steine. Oben ist ein Strand, der hieß Albatros. Das sind ganz weiße Steine. Das sind ganz verschieden. Je nach Strand ist die Farbe anders. Und auch die Form. Die sind sehr schön flach. Ne? Hier. Also je sanfter das Meer, je sanfter und länger das Meer, desto flacher sind die Steine. Und je steiler es runter geht, umso runder sind sie. Also es war schon ein herrlicher Ausleser. Bei dem gelben Licht siehst du das nicht richtig. Aber das ist unglaublich schön. Das ist winzig klein. Man müsste eigentlich mit der Lupe jetzt das sich anschauen. Herrliche Maserungen. Woanders hin.
Und dann gibt es ganz schwarze auch hier. Also je nachdem, wie das Gestein halt da ist. Ne? Das im Hinterland, in Apulen, diese Berge, je nachdem, was da an Steinbrüchen ist, bringen das die Flüsse, bringen das mit. Das Gestein oder das übrig gebliebene Geröll, waschen es aus und dann schieben sie es ins Meer und im Meer versandet sozusagen der Hafen. In Livorno ist der Hafen mittlerweile 20 Kilometer weiter im Meer drin, in Pisa auch. Das war mal eine Meeresstadt, die ist mittlerweile gar nicht mehr am Meer. Und in diesem Vorfeld der versandeten Flüsse, da bleiben dann die Steine, was weiß ich, Jahrhunderte, Jahrzehnte, und werden hin und her geschoben. Und dann werden sie schön flach. Das ist, haben wir gestern Nacht doch aussortiert, die länglichen. Das ist ganz spannend. Da freue ich mich drauf, da jetzt mitzumachen. Diesen. Hast du schon Pläne? Naja, das hat man immer im Kopf. Da habe ich schon am Strand angefangen. Ich hätte mir fast einen Schreiner gesucht und Bretter besorgt. Dann dachte ich, naja, hat keinen Zweck. Du hast jetzt nicht genug Zeit, ne? Aber ich werde nächstes Jahr in die Toskana fahren, Bretter vorbereiten hier, sanden, dass ich die fertig habe. Und dann am Strand mir die Steine holen, die ich brauche. Also es ist, Und direkt vor Ort kleben. ja. Dafür muss ich dann das große Auto mitnehmen. Warst du noch in einem Atelier gestern Nacht? Nee, Ist das ist nicht mehr. Das ist mir zu. zu spät. Und was ist das hier? Ein Haufen? Ja, die sind noch nicht sortiert. Die sind noch nicht sortiert. Lass mal gucken. Das ist jetzt unsortiert. Ne? Hier, guck. Da ist das schon sortiert. Das ist schon sortiert. Das ist schon sortiert. Das ist schon sortiert. Du hast noch nicht ausgesucht in Größen. Aber ich zeig dir mal, wie das Urgestein aussieht. Das sieht so aus. Das ist schon sortiert. Das ist schon aussortiert. Aber hier. So sieht das aus. Ist auch schon aussortiert. Quatsch. Schon fertig. Guck mal. Das ist alles schon aus dem Meer rausgesucht. Das ist auch schon fertig. Also das stimmt. Wo ist denn mein Urgestein? Hier. Also, jetzt zeige ich dir das. Ursprünglich aussieht. Bevor man es aussieht. So hole ich mir das vom Strand. Und dann nehme ich hier, hole ich mir die raus, die ich brauche. Ne? Siehst du, also das ist so das, was man brauchen kann. Und das bleibt wieder weg. Das ist schon. Ich habe ja die ganzen Ferien gesammelt und sortiert. Ne? 4 Wochen. Genau 4 Wochen war ich weg hier. 4 Wochen. Jeden Tag am Meer Steine gesammelt und dann am nächsten Morgen und dann noch schläfen. Nachts noch gewaschen und morgens aussortiert. Das ist also ungefähr, wenn man das so vergleicht, würde ich sagen, so ein 20. davon ist gut. Also ist für mich brauchbar. Ne? Und dann gibt es Stellen, da sind plötzlich ganz viel längliche. Das ist also, hängt wirklich mit der Strömung zusammen. Ne? Dann hast du plötzlich einen Strand, da sind ganz viele längliche und 2 Meter weiter oder ein bisschen um die Ecke sind plötzlich wieder andere. Und ich habe die Knuddeln wieder gefunden. Die braunen Knuddeln. Ich habe eine Stelle gefunden, wo riesengroße sind. Ich hatte bloß keinen Platz mehr im Auto. Und das ist ein St. Nikolaus heißt das am Strand. Der Strand ist ziemlich trostlos, weil er voll dieser Knuddeln ist. Und die Leute schieben das immer mit den Reinigungswagen auf einen Haufen. Und an dem Haufen werde ich mich eines Tages dran machen und mir die großen raussuchen. Und dann können wir das However Call in einen noch größeren Kontext bringen. Weißt du? Mhm. Dass diese Knuddellandschaft noch größer ist.
die schon wieder dran. Das ist wirklich, das ist eine Manie. Sehr meditativ, ne? Sieht total meditativ Du aus. hast den Kopf völlig, wenn du dich auf eine Sache nur konzentrierst. Ne? Ich habe jetzt werde die späten Arbeiten nicht zeichengrün aus, sondern zeichenspäten irgendwie. Yeah, I fell. Yeah, backwards. Yeah, I was in the hospital 3 hours here. That was surreal last night. Yeah. I tell you everything about her. Yeah. She was the Olympia of money in the church. I never forget that. Ferien für die Hände sind schon vorbei. Transparent glass pieces and Dawn Gallery. Unforgettable. Crystal. Maybe much in the... Yes, yeah, sure. Yeah, for sure. How are you doing? This is early 60s New Yorkers. Yes. Yeah, The New York girls. And she was one of the real Fluxus people. Okay. I mean, if you call Fluxus what later happened. Maybe. Macunas never let us enter the movement. We're not entering. We were not we didn't enter the movement because Macunas was pretty arrogant. Carolyn was the first one to use menstrual blood as a meeting. Yeah. Okay, Yvonne. Yes. Yes. About to use head blood. Say it all over. Yeah. Right. Did, Walkway were there. you bleeding? Oh, yeah, that's when they get excited, when they see blood. Strapped down. They cut all my clothes off. They put Cut your wires everywhere. clothes off. My best tights. Die brauchen wir natürlich für die unteren 5 Zentimeter, ne? Diese hier. Für klein, ja. Die ganz kleinen haben wir nicht gefunden bei dem Strich. So, but I wouldn't Aber Gott sei stay. Dank nur aus Sizilien. Yeah. It was most important just to get out of the hospital. Otherwise, Vorhanden. they want to make you as sick as possible. Well, not these days. They don't. That's their profession. Yeah, That's it. But Los. no, South Central must be having a slow night with the folks there. Yeah, all the red-faced folks in a gurney and strapped. Real S&M was fascinating. They had you so tied down. You guys are really having fun here. This last night. Yeah. It was a great party. Diese ganzen Größen, ne? Die sind da nicht zu finden. Dancing to the Davon die größten, ja. Ne? Aber die ganz kleinen. This is my assistant. He is Gregor. He will film. too. Hi. Nice to meet you. Makes a film about all of it. Ne? Guys, lovely. So, That's so good. I saw the show in Madrid, René Sofia. Oh, it's wonderful. Yes, it's a wonderful show. Yeah, I'm thrilled about that show. That's There were some great women. There were some great women. Yes, that's right. Yeah. yeah. And we persisted. And the many which are here, which are not even exhibited, like Lepontekio is here, right, yes. so Krisha is here, Yeah. and then there was Marisol. Oh, All right. these Oh, great, yes, and that's so true. many great women Yeah, from the yeah, 60s. yeah. They're not even in the show. Well, there's so many of us, it turns out. And so she concentrated on the feminist position. That's why. Yeah. That's why. No. So are you in your wonderful old country house? You in your farm? Yeah. I raised my 4 children, so to speak. Now I'm free again. Well, I have to be not free and see Me what they too. want me to Yeah. do. Yeah, Are you yeah. talking? Yes, me too. Okay, great. That's Okay, we wonderful. get our rubbish away.
경로를 이제 탐색합니다. Ike, his spirit. Could you have imagined to have 2 years after your death already a museum after your name? That's wonderful. We met when we were young. I'm a fossil from the 60s. And he was my protege. I don't want to talk to him about him as an artist. You can read this in all his books. But I want to mention him as a human being. As a human being. As a human being. Was war hier unten drin? Ein Club? War uns nicht so richtig klar, was da passiert. Das ist der Eingang hier. Naja. Can you imagine to carry pianos up here? This is the only staircase. Oh, heavy lifting pianos and a motorcycle and all the things you need. Phones, we all carry up here. This was our guest room. This was the guest room with 5 beds. All the musicians were sleeping there. And there was the studio. Miracle Man. Miracle Man. The new Namjoon Band. So this is writing, but it's also a message. And in Germany, this was not called art, this was called poetry. But in America, it was freedom. So that they talked about the possibility to do things which are not
in a category yet, not in an artistic category. And this is art material. Actually, this is an artificial art material.